Du brauchst nur 16 Papierkreise falten und nach einem bestimmten Muster zusammenkleben. Und schon erhältst du diese wunderschöne Weihnachtskugel. Du kannst dazu normales Papier verwenden oder auch Seiten von einem alten Buch oder auch Kaffeefilter. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie es geht, und damit willkommen bei der Lifehackerin. Als Grundmaterial eignet sich jede Form von Papier. Ich habe hier gewöhnliches Kopierpapier, ein altes Buch und Kaffeefilter. Außerdem brauchen wir einen Stift, die Schere sowie Kleber. Das ist als Basis bereits alles, was du brauchst. Ich habe hier lediglich noch ein Glas für die Form und eine Schnur, um die Kugel später aufhängen zu können, zum Beispiel am Weihnachtsbaum. Ich stelle das Glas aufs Papier und fahre mit einem Bleistift dem Rand nach. Diesen Kreis nun ausschneiden. Und davon brauche ich nun 16 Stück. Statt alle einzeln auszuschneiden, falte ich mein Papier so, dass ich immer 4 auf einmal ausschneiden kann. Dazu das Papier in der Mitte falten, um 90 Grad drehen und nochmals in der Mitte falten. Wiederum den Kreis einzeichnen und ausschneiden. 4 übereinander gehen bei mir recht gut. Es kommt aber natürlich auch auf die Dicke des Papieres an. Bei dickerem Papier gehen vielleicht nur 2 zusammen und bei dünnem Origami-Papier schaffst du vielleicht auch 6 oder sogar 8 Schichten übereinander. Wenn wir 16 Papierkreise haben, jeden in der Mitte falten. Der nächste Schritt ist, sie in der Mitte zusammenzukleben. Dazu auf einer Seite in der Mitte einen Streifen Kleber auftragen und zusammenklappen. Wichtig ist, dass wir mit dem Klebstift nicht flach den Kleber auftragen, sondern leicht angewinkelt mit einer Seite. So erhalten wir nur einen dünnen Klebestreifen auf dem Papier. Sonst würden wir eine zu große Fläche zusammenkleben. Es soll wirklich nur die Mitte sein. Links und rechts bleiben offen. Dies wiederum mit allen 16 Stücken machen. Und nun werden die 16 Stücke zusammengeklebt, jeweils mit 2 Streifen. Ich zeige, wo du sie ziehen musst. Leg das erste Stück vor dich hin und stell dir die Mitte vor, da wo es geklebt ist. Wir müssen nun einen Klebestreifen links und rechts davon ziehen. Stell dir die Mitte der rechten Hälfte vor. Unser Klebestreifen sollte etwas weiter außen als die Mitte zu liegen kommen, also etwa hier. Und auf der linken Seite dasselbe spiegelverkehrt. Also auch hier außen von der Mitte. Nun das nächste Stück drüberlegen und andrücken. Wieder rechts Kleber auftragen und links ebenfalls. Und so das nächste Stück draufkleben. Und so weiter fortfahren, bis wir alle 16 Stück aufeinander geklebt haben. Nun kurz trocknen lassen. Und wenn wir unsere Kugel nun auffalten, sehen wir, dass durch das versetzte Kleben eine wunderschöne Wabenstruktur entstanden ist. Das sieht klasse aus, oder? Und falls du die Weihnachtskugel später wieder zusammenfalten möchtest, um sie zu verstauen, können wir sie jetzt mit Büroklammern fixieren. Anfang und Ende mit einer Büroklammer fixieren. Und zwar wieder links und rechts von der Mitte, da wo wir es sonst zusammengeklebt hätten. Wenn du den Wabenball so hinhängst oder legst, dass die Büroklammern nach hinten zeigen, sind sie nicht zu sehen. Nach Weihnachten kannst du die Büroklammern einfach wieder entfernen, die Kugel zusammenklappen und sie bis zum nächsten Jahr mit einer übrigen Weihnachtsdeko verstauen. Alternativ kannst du die Kugel auch dauerhaft zusammenkleben. Dazu auf der Oberseite nochmals rechts und links einen Streifen Kleber ziehen und Anfang und Ende zusammenkleben. Entweder mit den Fingern eine Weile festhalten oder die Büroklammern zur Hilfe nehmen. Sobald der Kleber trocken ist, können die Büroklammern entfernt werden
Und die Weihnachtskugel ist fertig. Statt normalem Papier kannst du auch Seiten aus einem alten Buch verwenden und 16 Seiten rausreißen. Ich nehme gerne solche Taschenbücher. Das Papier darf auch gerne schon leicht vergilbt sein. Das gibt unserer Kugel das gewisse Etwas, einen Hauch von Nostalgie. Und das passt zu Weihnachten, finde ich, ganz gut. Nun lege ich 4 Stück aufeinander, zeichne dem Glas entlang und schneide so wieder 4 Stücke auf einmal aus. Wir brauchen wiederum 16 Kreise, die wir wiederum in der Mitte falten. Hier achte ich darauf, dass die Textrichtung immer dieselbe ist. Wenn wir uns die hängende Weihnachtskugel vorstellen, sollte der Text horizontal sein und theoretisch lesbar, also nicht auf dem Kopf. Wiederum die Mitte zusammenkleben. Statt mit einem Klebestift kannst du auch diese praktischen Kleberoller verwenden. Gerade für diese Bastelarbeit sind sie sehr praktisch. Sie sind schön schmal und der Kleber landet nur da, wo er soll. Um die 16 Stück zusammenzukleben, kannst du dir auch eine Vorlage zeichnen. Ich übertrage die Größe von meinen Kreisen mit dem Glas einmal auf ein Stück Papier. Nehme einen geklebten Halbkreis und zeichne damit die Mitte ein. Die beiden Punkte verbinden und nun kann ich links und rechts eine Markierung machen. Die sollte wiederum weiter außen als die Mitte, also zwischen Mittelpunkt und Außen sein. Bei mir ist zum Beispiel 15 mm von außen ein guter Wert. Das ist aber je nach Größe der Kreise unterschiedlich. Nun lege ich das erste Stück so auf die Vorlage und sehe jetzt, auf welcher Höhe ich den Kleber anbringen muss. So nun wieder alle 16 Stück aufeinander kleben. Kurz trocknen lassen und dann können wir auch diese Weihnachtskugel auseinanderfalten und zusammenkleben oder mit Büroklammern fixieren. Die Büroklammern fallen bei diesem Papier weniger auf als beim weißen Kopierpapier. Das Papier verzeiht auch mehr. Beim weißen Ball sieht man jedes kleine Detail, wenn etwas leicht zerknittert oder nicht perfekt ist. Bei den Buchseiten sieht das Ergebnis irgendwie sauberer aus. Dritte Papieroption sind Kaffeefilter. Auch damit kannst du schöne Wabenbälle kreieren. Entweder hast du direkt rund ausgeschnittene Filter oder du verwendest wie ich diese Filtertüten. Wie gehabt, Kreise einzeichnen und ausschneiden. Aus einem Filter gibt es 2 Kreise. Und wir brauchen auch hier wiederum 16 Stück. Wieder jedes Stück in der Mitte falten. Und die Mitte zusammenkleben. Dann wieder alle mit jeweils 2 Streifen Kleber aufeinander kleben. Und schon können wir die Weihnachtskugel auseinanderklappen. Du kannst übrigens auch kleinere und größere Kugeln basteln und dazu auch noch anderes Papier verwenden. Die fertigen Weihnachtskugeln kannst du dann als Dekoration irgendwo hinlegen, zum Beispiel auch mehrere zusammen, so in einer Schale. Oder du kannst die Weihnachtskugeln natürlich auch aufhängen. Dazu müssen wir noch etwas Garn anbringen und zwar bevor bzw. während wir die Kugel zusammenkleben. Dazu vom Garn oder Ähnlichem ein Stück abschneiden und doppelt legen. Ich verwende hier diese schöne Baumwollschnur. Nun bestreichen wir die Rückseite unserer zusammengeklebten, aber noch zusammengeklappten Kugel mit Kleber. Legen die Enden unserer Schnur drauf und drücken sie etwas an.
Nun Kleber auf die Oberseite geben, die Kugel auffalten und zusammenkleben. Die Kugeln können wir so zum Beispiel ans Fenster hängen oder natürlich auch an den Weihnachtsbaum, je nachdem, wie es zur übrigen Dekoration passt. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie einfach du diese kunstvollen Weihnachtskugeln selber machen kannst, in dieser tollen Wabenoptik aus ganz beliebigem Papier. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!